In den ersten Videos haben Sie Ihre Entscheidung ganz sauber definiert. Und jetzt schauen wir, welche Ihre beste Handlungsoption ist. Wir stellen jetzt eine Methode vor, mit der Sie schrittweise durch einfaches Abwägen mit der sogenannten Even-Swap-Methode Ihre beste Handlungsoption transparent und nachvollziehbar identifizieren können. Die Methode ist geradezu prädestiniert für die Anwendung in der Praxis, da es keine solche Blackbox ist wie der Großteil anderer Methoden. Die kognitiven Anforderungen an den oder die Entscheidenden sind auch vergleichsweise gering. Sie müssen nicht mehr oder weniger abstrakt Ihre Präferenzen ausdrücken, sondern einfach nur Fragen beantworten wie zum Beispiel, wie viel würden Sie zusätzlich dafür zahlen, dass Ihre Wohnung einen Balkon hat? Diese Methode findet breite Anwendung. Das Buch, in dem Hammett, Keeney und Rafer die Methode vorgestellt haben, wurde in 20 Sprachen übersetzt. Es gibt sogar 2 persische Ausgaben und weltweit weit über 300.000 Mal verkauft. Um die Methode anwenden zu können, müssen Sie 3 Kernelemente kennen. Eliminierung irrelevant gewordener Ziele, Eliminierung dominierter Handlungsoptionen und sogenannte wertgleiche Tausche oder Even Swaps. Genau diese 3 Kernelemente werde ich Ihnen jetzt vorstellen. Die Methode eignet sich nicht dafür, Unsicherheit zu berücksichtigen. Wir benötigen da jetzt eine konkrete Schätzung dafür, inwieweit eine Handlungsoption zur Zielerreichung beiträgt. Schauen Sie sich jetzt mal diese Tabelle an. Was ist der beste Job? Diese Antwort ist extrem schwer. Sie müssen 6 Ziele und 7 Handlungsoptionen beachten. Da jetzt rauf zu gucken, kaum ein Mensch ist dazu in der Lage, all diese Informationen gleichzeitig zu berücksichtigen, zumal diese Informationen ja auch noch auf verschiedenen Messskalen vorliegen. Also schauen wir mal an, wie wir die Elemente uns erarbeiten können. Eliminierung irrelevanter Ziele. Sie haben beschlossen, dass Sie sich ein Auto kaufen und wir gehen davon aus, dass nur 2 Ziele relevant sind, und zwar PS und die Kosten. Und die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, klingt relativ einfach. Es geht darum, was ist Ihnen wichtiger, wenn Sie ein Auto kaufen? Anschaffungskosten oder PS? Oder antworten, beides gleich wichtig oder kann ich nicht sagen? Überlegen Sie mal. Das hier sind so übliche Antworten. Ja. Es hängt davon ab, wie viele Studierende oder wie alt die Studierenden bei mir sind, wie das genau ausfällt. Aber Sie sehen hier, dass einige sagen 40% Kosten, 35% PS und einige sagen noch, beides gleich wichtig. Aber das ist Käse. Sie können nämlich die Frage, wie ich sie Ihnen gestellt habe, so gar nicht beantworten. Ich habe Sie abstrakt gefragt, was ist wichtiger? Und etwas kann man nicht beantworten. Ich werde Ihnen gleich zeigen, warum. Das Dramatische ist, dass es ganz häufig genau diese Fragen gibt in unserer Gesellschaft oder in unseren Wirtschaften. Bei der Corona-Krise diskutieren einige Menschen, was ist wichtiger, die Gesundheit oder die Wirtschaft auf abstraktem Level. Man kann diese Frage so nicht beantworten. Oder auch in der Automobilindustrie, wenn Sie die Lieferanten bewerten im Supply Chain Management, habe ich das mehrfach gesehen. Da wird dann gesagt, ja, Kosten sind doppelt so wichtig wie Qualität oder die Zuverlässigkeit der Lieferung ist 3-mal so wichtig wie die Kosten. Egal. Man kann solche pauschalen Werturteile nicht adäquat nutzen. Das wird Ihre ganze Entscheidung kaputt machen. Ich werde Ihnen zeigen, warum. Wir ergänzen dieses Beispiel. Und jetzt führen wir eine sogenannte Bandbreite ein. Und zwar jetzt betrachten wir nur Autos zwischen 4.000 und 18.000 Euro und zwischen 50 und 200 PS. Und die Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, was ist Ihnen wichtiger? Und jetzt müssen Sie 2 Bandbreiten vergleichen. Die Differenz zwischen 4.000 und 18.000 Euro, das sind 14.000 Euro, oder die Differenz zwischen 50 und 200 PS, das sind 150 PS. So eine Frage, die können Sie beantworten. Schauen wir mal an, das wären so typische Antworten, die immer wieder entstehen. Substanziell sind sie aber nicht wichtig für die Argumentation. Jetzt, wenn wir die Bandbreite der Ausprägung für das Kriterium Kosten oder Preis reduzieren, jetzt kosten alle Autos, die wir betrachten, zwischen 8.000 und 14.000 Euro. Das heißt, wir haben die Bandbreite auf ein Delta von 6.000 Euro reduziert. Die Frage jetzt wieder, was ist Ihnen wichtiger, die Differenz zwischen 14.000 und 8.000, also 6.000 Euro, oder die Differenz von 150 PS? Und hier, exemplarische Daten, sehen Sie, dass sich ein bisschen verlagert hat. Das hängt natürlich von Ihren individuellen Präferenzen ab, aber eine Reduktion der Bandbreite führt dazu, dass jetzt mehr Menschen, die PS wichtig sind und weniger,
die Kosten. Wir verändern die Frage weiter. Jetzt betrachten wir nur noch Autos, die zwischen 9.950 und 10.050 kosten. Und ich habe Ihnen auch gleich schon die Ergebnisse mitgebracht. Jetzt werden 80% Pferdestärke ist wichtiger. Jetzt springen wir jetzt auf die Spitze. Sie sehen, das arme Stoppmännchen dreht am Rad, findet das nicht mehr lustig. Was sagen die Menschen normalerweise, wenn ich sie frage? 85% sagen, natürlich ist jetzt die PS wichtiger, wenn die Kosten alle gleich sind. Aber es gibt trotzdem 10% der Menschen, die sagen, hey, Kosten ist doch immer wichtig. Kann aber nicht wichtig sein. Wenn alle Autos 10.000 Euro kosten, dann spielen die Kosten, so wichtig sie in die Kosten an sich sind, aber keine Rolle bei ihrer anliegenden Entscheidung. Also, wenn alle Handlungsoptionen in einem Ziel den gleichen Zielerreichungsgrad haben, dann ist dieses Ziel obsolet und können Sie einfach eliminieren. Sie können in Ihrer Ergebnismatrix eine Zeile letztlich einfach durchstreichen und dadurch wird Ihre große, komplexe Tabelle schrittweise ein bisschen einfacher. Zum zweiten Element, wie wir spaltenlos werden können. Eliminierung dominierte Handlungsoptionen. Eine Handlungsoption A dominiert eine Handlungsoption B, wenn diese mindestens in einem Ziel besser als Handlungsoption B und in allen anderen Zielen mindestens genauso gut wie Handlungsoption B ist. Schauen wir uns das an. Job A und Job B haben Sie da und Sie haben Einkommen der nächsten 3 Jahre maximieren, Freude bei der Arbeit und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterbildung. Job A 120.000 versus Job B 100.000, das heißt A ist besser, Freude bei der Arbeit ist gleich gut und die Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung, da ist der Job A besser. Also Job A dominiert Job B. Es kann niemals sein, dass wenn Sie in diese 3 Kriterien, diese 3 Ziele wichtig sind, dass Sie Job B wählen, weil Job A Job B klar dominiert. Jetzt geht es zum dritten Element. Wertgleicher Tausch oder im Englischen Even Swap. Und zwar mit dieser Technik können Sie dafür sorgen, dass in Ihrer Tabelle einige Veränderungen stattfinden, so dass Sie diese anderen beiden Konzepte, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, Eliminierung von Zielen und Handlungsoptionen, anwenden können. Nehmen Sie an, Sie wohnen in einer Wohnung ohne Balkon. Und jetzt eine Frage, wie viel würden Sie dafür zahlen, monatlich, dass Sie jetzt doch einen Balkon haben? Schauen wir uns das an. Sie haben die Wohnung A und die Wohnung B. Klar, Mietkosten minimieren, einmal 780, einmal 730 Euro. Und einmal Wohnkomfort maximieren, jetzt nur ganz einfach, wir sagen Balkon ja oder nein. Die Wohnung A hat einen Balkon, die Wohnung B nicht. Jetzt da einen Vergleich zu machen, ist vielleicht eher möglich als bei einer ganz großen Tabelle, aber wir können das systematisch vereinfachen. Wie viel würden Sie denn zahlen dafür, dass Sie einen Balkon haben? Das hängt von Ihrer Präferenz ab. In dem Beispiel, was ich jetzt modelliere, kreieren wir eine fiktive Wohnung B Sternchen, die genauso gut wahrgenommen wird wie die Wohnung B. In diesem Fall, wenn ein Balkon dazukommt, wie viel würde gezahlt werden? 70 Euro als Beispiel. Wozu führt das jetzt in diesem Entscheidungsproblem? Sie haben jetzt eine Wohnung B Sternchen, nochmal, die Sie genauso gut finden wie Wohnung B. Und jetzt, klar, wenn beide Wohnungen einen Balkon haben, können Sie dieses Kriterium Wohnkomfort maximieren eliminieren, weil es keinen Einfluss mehr hat, genau wie bei dem Autobeispiel. Und dann, klar, Sie haben nur noch ein Ziel und dann ist es so, dass 780 Euro zahlen, na klar, besser ist und in dem Fall sogar dominiert Wohnung A, B Sternchen und damit auch Wohnung B. Weil Wohnung B Sternchen aus Ihrer Sicht dann genauso gut ist wie Wohnung B, weil Sie einen sogenannten wertgleichen Tausch gemacht haben. Zu den Schritten der Even Swap Methode. Der erste Schritt, Sie müssen überlegen, welches Ziel Sie ein bisschen verändern wollen. In einem Ziel werden Sie ein bisschen besser und im anderen schlechter. Der Balkon dazu erhöht Ihren Wohnkomfort. Allerdings die Kosten, die reduzieren in gewisser Weise die Attraktivität einer Wohnung. Also Sie geben etwas ab und Sie bekommen etwas dafür. Das ist der Mechanismus. Im ersten Schritt müssen Sie identifizieren, welches Ziel und welche Handlungsoptionen Sie jedenfalls ein ganz bisschen verändern wollen. Und dann müssen Sie das Pendant finden, um diesen wertgleichen Tausch durchzuführen. Schritt 3 müssen Sie genau das tun. Und danach verändert sich Ihre Ergebnismatrix ein bisschen so, dass Sie hoffentlich einzelne Ziele eliminieren können oder einzelne Handlungsoptionen von anderen dominiert werden. Und das würde ich Ihnen gerne mal an ein bisschen ausführlicherem Beispiel zeigen. Sie sehen hier eine Entscheidung, und zwar ging es darum, vor ungefähr 40 Jahren ein Büro, eine Bürofläche für eine
kleine Unternehmensberatung in San Francisco anzumieten. Wir sehen hier in den Spaltenköpfen, das sind die einzelnen Bürogebäude, die einzelnen Büroflächen und zum Beispiel Parkway Street, Lombard Street steht einfach für die Straße, in der die einzelne Büroeinheit steht. Lombard Street, die kennen Sie, das ist die hier in San Francisco. Was sind da mögliche Ziele, die Sie dabei berücksichtigen müssten? Fahrzeit minimieren, Kundenerreichbarkeit maximieren, Bürodienstleistung maximieren. Also was ist alles noch an Zusatzleistung drin? Gibt es eine Lobby? Gibt es die Möglichkeit, Konferenzräume anzumieten und so weiter? Die Bürogröße selbstverständlich und dann, klar, so ist es leider, am Ende immer auch die Kosten, die monatlichen Mietkosten. Was ist jetzt die beste Option? Wenn Sie diese Tabelle anschauen müssen, ist es relativ schwierig. Sie müssen jetzt 5 Alternativen und 5 Ziele berücksichtigen in verschiedenen Dimensionen. Das geht nicht. Jetzt versuchen wir mal die Komplexität schrittweise zu reduzieren. Also, erster Schritt wäre hier erstmal ein bisschen Ordnung reinzubringen. Diese Ziele wurden ja auf unterschiedlichen Skalen gemessen. Jetzt machen wir eine Reihenfolge. Und Sie sehen das hier, die Fahrzeit für Parkway Street ist 45 Minuten. Und das ist der schlechteste Wert für alle 5 Alternativen. Also gibt es die Rangfolge 5. Oder die Baranof Street, da brauchen Sie 20 Minuten Fahrzeit pro Tag. Das gibt den ersten Rang. Das heißt, Sie überführen all Ihre Zielausprägungen in eine Rangfolge. Und wenn Sie das anschauen, dann können Sie schon vielleicht erste Schlussfolgerungen treffen, beziehungsweise es fällt Ihnen einfacher, erste Schlussfolgerungen zu machen. Schauen wir uns das an, probieren Sie es einmal. Können Sie irgendetwas aussagen? Also auf den ersten Blick wird klar, da gibt es jetzt keine Eliminierung von Zielen, da gibt es unterschiedliche Ausprägungen auch, das haben wir gesehen. Sonst würde jetzt überall die gleiche Zahl stehen in der Rangfolge. Aber was sonst könnten Sie hier gegebenenfalls ableiten? Schauen wir mal. Lombard Street und Pierpont Street. Sie sehen, dass Lombard in allen 5 Zielen besser oder genauso gut ist wie Pierpont. Damit dominiert Lombard Pierpont. Und Sie können Pierpont einfach eliminieren. Das wäre ein ganz klarer, nachvollziehbarer Schritt. Pierpont könnte niemals gewählt werden, weil es einfach dominiert wird von Lombard Street. Jetzt schauen wir ein Beispiel an, was ein bisschen trickreicher ist. Betrachten wir mal Montana Street und Parkway Street. Sie sehen, dass Montana Street bei Fahrzeit pro Tag auf dem 2. Platz ist, Parkway auf dem 5. Platz. Ansonsten bei dem Kriterium Kundenerreichbarkeit Montana auf dem 1. Platz versus Parkway Street auf dem 5. Also irgendwie ist es so, in 4 Kriterien, in 4 Zielen ist Montana Street deutlich besser. Aber in einem Ziel nicht. Das heißt, eine Dominanz liegt nicht vor. Das heißt, theoretisch gesehen ist es nicht so, dass wir sagen können, Parkway Street wird dominiert von Montana Street. Was machen wir jetzt hier? Wir schauen mal, was bedeutet denn dieser Unterschied, dieser 4. und der 5. Platz. Und wir sehen, okay, es ging tatsächlich da um einen Delta von 50 € pro Monat. Gar nicht so viel. Und dann können Sie jetzt als entscheidende Person sagen, ja, für die 50 € ist es mir sicherlich wert, dass ich die Commuting Time von 45 auf 20 Minuten zum Beispiel reduziere oder die Kundenerreichbarkeit von 50 auf 85 erhöhe. Das ist eine Entscheidung, die Sie treffen können. Ich glaube, die ist relativ naheliegend. Und Sie können dann sagen, nicht theoretisch, sauber, aber praktisch sagen, Montana dominiert fast Parkway. Sie würden Parkway niemals vorziehen, wenn Sie eine Wahl haben zwischen Montana Street und Parkway. Also eine weitere Handlungsoption können Sie eliminieren. Jetzt sieht es schon ein bisschen aufgeräumter aus. Jetzt schauen wir mal das Konzept der wertgleichen Tausche an. Sie identifizieren irgendein Ziel. Fangen wir hier mal an mit Fahrzeit pro Tag bei Baranof Street. Wenn die von 20 auf 25 Minuten pro Tag steigt, müssen Sie jetzt als entscheidende Person überlegen, wie viel bedeutet Ihnen das? Wir nehmen jetzt die Dimension der Kundenerreichbarkeit und der Entscheidungsträger sagt in diesem Fall, ja, wenn die Erreichbarkeit von 70 auf 78 steigt, dann bin ich indifferent zwischen dieser Baranof Street Original und leicht variierten Variante. Was ist die Folge? Ja klar, jetzt haben alle die gleiche Fahrzeit in Höhe von 25 Minuten und damit ist das Ziel Fahrzeit minimieren obsolet und Sie können es einfach guten Gewissens streichen. Machen wir weiter, gucken wir jetzt mal die Bürodienstleistung an. Was passiert, wenn Sie bei Montana Street nicht ganz so exzellent sind, sondern nur in der Schulnote 2 bezeichnet werden?
wie viel müsste die Miete geringer sein, dass Sie dann indifferent sind zwischen der Montana Street Original und dieser fiktiven Handlungsoption. Da sagt der Entscheidungsträger, 100 Euro, also es müsste 1800 kosten. Bei Baranof Street, wie viel würden Sie zusätzlich zahlen pro Monat, damit Schulnote 3 auf 2 bei der Services der Bürodienstleistung erhöht wird? Genau, wie viel würden Sie für einen Balkon zahlen? Hier in dem Fall einfach 200 Euro. Was passiert? Jetzt sind die Bürodienstleistungen alle gleich und daher irrelevant. Darüber hinaus ist es jetzt auch so, dass Lombard Street, Baranof Street dominiert und Sie können weiter die Komplexität reduzieren. Ein letzter Tausch, Bürogröße, wollen Sie jetzt angleichen von 70 auf 95 Quadratmeter erhöht. Wie viel wäre Ihre Zahlungsbereitschaft dafür? Aha, plus 200 Euro. Und dann sehen Sie, dass Bürogröße jetzt irrelevant ist und am Ende sehen Sie auch noch, dass Montana jetzt Lombard Street dominiert und Sie haben eine beste Handlungsoption identifiziert. Ein paar Tipps. Machen Sie zunächst einmal die einfachen wertgleichen Tausche oder Swaps. Einfach ist es häufig in Geldeinheiten zu denken. Wie viel wollen Sie für etwas zahlen oder wie viel wollen Sie für etwas bekommen, dass sich etwas ändert? So sind wir konditioniert. Wichtig ist, Sie sollten konsistente Swaps machen. Grundsätzlich sollten Sie immer auf die gleiche Reihenfolge, Ranking am Ende Ihrer Handlungsoptionen kommen, egal mit welchem Swap Sie anfangen. Und da der dritte Punkt, konzentrieren Sie sich auf die Höhe des Swaps, des wertgleichen Tauschs und versuchen Sie nicht irgendwie die Ziele dem Namen nach zu vergleichen. Einfach nur die Bandbreiten, aha, so viel auf der einen Seite, so viel auf der anderen Seite und nicht irgendwie abstrakt. Qualität ist doppelt so wichtig wie Kosten. Klar, suchen Sie Informationen für Ihre wertgleichen Tausche. Wenn es darum geht, eine Mietwohnung zu finden, klar, da kann man mal googeln, da gibt es auch Informationen darüber, was üblicherweise im Schnitt ein Balkon kostet. Letzter Aspekt, üben Sie. Ja. Sie können das ja mal erstmal mit der Gelddimension probieren. Es gibt einige, die ganz viele Coffee to go trinken. Wenn man 3 Kaffees trinkt pro Tag, da gibt es noch einige Leute, dann kostet das, sagen wir mal, roundabout 10 Euro pro Werktag. Das ist 200 Arbeitstage als irgendeine Zahl. Dann wären das 2000 Euro im Jahr. Und jetzt können Sie sich fragen, Sie könnten entweder jeden Tag 3 Kaffee trinken oder 2000 Euro haben, um einen super tollen Zusatzurlaub zu machen. Ihre Entscheidung hängt von Ihnen ab. Aber sich einfach mal bewusst zu machen, das hilft Ihnen sehr. Später, wenn Sie Managemententscheidungen treffen müssen, ist es wichtig, dass Sie ein Bauchgefühl dafür haben, wofür Sie eine Zahlungsbereitschaft haben und wo nicht. Ein zweites Beispiel, nehmen wir die Zeit. Vielleicht kennen Sie das, vermutlich sind auch viele der Zuschauenden jetzt Studierende. Nehmen Sie an, Sie sind jetzt ein männlicher Student und Sie haben mit Ihren Kumpels ein Fußballspiel geschaut am Mittwochabend und sind dann irgendwie in der Kneipe hängen geblieben, haben schon einiges getrunken. Es ist 2 Uhr nachts, Donnerstagvormittag. Und jetzt, irgendeiner schlägt das immer vor, Sie kennen das vielleicht, hey, wollen wir nicht mal weiterziehen, da gibt es noch einen Club. Was würde passieren? Sie würden da bis 5 oder 6 Uhr morgens sein, vielleicht noch 20, 30 Euro investieren. Und, was noch? Sie könnten den Donnerstag tagsüber wahrscheinlich kaum nutzen. Die Inhalte in der Uni, die da präsentiert werden, müssten Sie nacharbeiten. Und warum sage ich Ihnen das? Vielleicht kostet Sie das in der Zeit nicht diese 3 Stunden, die Sie länger ausgehen. Vielleicht kostet das sogar in Summe 10, 12 Stunden netto Arbeitszeit. Zeit, die Sie anders nutzen könnten. Und das heißt, es geht nicht darum, ob Sie jetzt nochmal 3 Stunden weiterziehen, sondern ob Sie jetzt 3 Stunden weiterziehen oder vielleicht irgendwann mal in den nächsten Tagen 10, 12 Stunden das machen, wofür Sie richtig Lust haben. Es liegt natürlich wieder an Ihrer Entscheidung, aber sich das bewusst zu machen. Und nebenbei, es ist noch nie irgendwas Tolles nach 2 Uhr nachts passiert. Nehmen Sie jetzt mal an, dass Sie Peter sind, damit Sie ein bisschen üben können. Betrachten Sie die Handlungsoptionen, die ich Ihnen gleich in der Tabelle zeige. Versuchen Sie erstmal so ein Bauchgefühl zu überlegen, was ist das Beste. Und danach versuchen Sie mal so einzelne wertgleiche Tausche zu machen. Und dann können Sie noch ein bisschen überlegen, welche Rückschlüsse Sie daraus ziehen. Also diese Tabelle können Sie gerne mal intensiver analysieren und versuchen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel wert sind die einzelnen Dinge. Na klar, die zweite Übung ist, wenden Sie die Methode mal für Ihre Entscheidungssituation an. Es hilft Ihnen massiv auch,
sich selber besser kennenzulernen, weil sie dann, gerade wenn sie diese Methode anwenden, lernen, was ihre eigenen Präferenzen sind, wo sie früher noch nicht drüber nachgedacht haben. Deswegen ist diese Methode auch eine sehr gute Vorübung für die Methode, die ich Ihnen im 8. Kapitel darstelle. Was kann man zusammenfassen? Dominierte Handlungsoptionen können niemals die bestmögliche sein. Wenn Sie die Wichtigkeit von Zielen vergleichen, müssen Sie immer die Bandbreiten beachten. Andernfalls ist es Nonsens, wenn Sie Ziele dem Namen nach vergleichen. Wenn alle Handlungsoptionen in einem Ziel die gleiche Ausprägung haben, dann ist das Ziel, so wichtig es auch für Sie sein kann, in Ihrer konkreten Entscheidungssituation irrelevant. Versuchen Sie diese Even-Swap-Methode zu nehmen, um sukzessive durch wertgleiche Tausche oder durch Abwägen die Komplexität Ihrer Entscheidungsmatrix zu reduzieren, indem Sie Ziele eliminieren und Handlungsoptionen eliminieren. Und dann können Sie schrittweise Klarheit in Ihrer Entscheidung finden. Wertgleiche Tausche helfen Ihnen, Ihre Präferenzen zu bilden. Das war das, was ich vorhin noch gesagt habe. Je besser Sie darin sind, Ihre sogenannten Trade-offs-Zielkonflikte mit diesen wertgleichen Tauschen auszudrücken, desto weniger werden Sie von Ihrer kostbaren Zeit und Ihrem kostbaren Geld verschwenden und desto schöner wird Ihr Leben sein.